Du stehst an der Reling eines Kreuzfahrtschiffs im Golf von Alaska. Vor dir, mitten im offenen Meer, eine Linie. Auf der einen Seite ein milchiges Türkis, fast wie verdünnte Tinte. Auf der anderen Seite ein tiefes, kaltes Stahlblau. Keine Welle vermischt die Farben. Es sieht aus, als hätte jemand eine unsichtbare Wand ins Wasser gestellt. Millionen Menschen haben dieses Bild gesehen, geteilt in viralen Clips, unterlegt mit dramatischer Musik und der Behauptung, hier träfen zwei Ozeane aufeinander, die sich niemals berühren. Aber was steckt wirklich hinter dieser mysteriösen Grenze? Das Phänomen tauchte erstmals 2013 in einem Foto des Hydrologen Ken Bruland von der University of California auf, aufgenommen während einer Forschungsfahrt im Golf von Alaska. Seitdem geistert dieselbe Aufnahme durch TikTok, Instagram und YouTube, meist mit der Behauptung, der Pazifik und der Atlantik würden sich an dieser Stelle treffen, ohne sich zu mischen. Das ist geografisch unmöglich. Die beiden Ozeane berühren sich tausende Kilometer entfernt, am Kap Horn und in der Drakestraße. Andere Versionen behaupten, unterschiedliche Dichten allein hielten die Wassermassen getrennt, wie Öl und Wasser im Glas. Auch das ist eine Vereinfachung, die der Wahrheit nicht standhält. Ähnliche Linien sieht man im Skagerrak zwischen Nord- und Ostsee, am Zusammenfluss des Rio Negro und des Amazonas oder vor der Küste Vancouvers. Die wahre Wissenschaft dahinter ist komplexer und vielschichtiger, als die viralen Mythen vermuten lassen. Willkommen beim Kern der Dinge. Doch bevor diese Wahrheit enthüllt werden kann, muss man verstehen, was Wassermassen überhaupt voneinander unterscheidet. 3 Faktoren bestimmen, wie eine Wassermasse aussieht und wie schwer sie ist: Salzgehalt, Temperatur und der Anteil an Schwebstoffen. Im Golf von Alaska treffen 2 sehr unterschiedliche Wässer aufeinander. Auf der einen Seite das Schmelzwasser der Gletscher Südalaskas, vor allem aus dem Copper River und den Eisströmen des Wrangell St. Elias-Gebirges. Dieses Wasser hat einen Salzgehalt von weniger als 5 Promille, eine Temperatur von rund 4 Grad Celsius und transportiert feinste Gesteinspartikel, sogenanntes Gletschermehl, mit Korngrößen unter 2 Mikrometern. Genau diese Partikel streuen das Licht und färben das Wasser milchig türkis. Auf der anderen Seite der offene Nordpazifik mit einem Salzgehalt von rund 35 Promille, dunkler, klarer, weil arm an Schwebstoffen. Der Dichteunterschied zwischen beiden beträgt etwa 2 bis 3 Kilogramm pro Kubikmeter. Klingt wenig, aber im Ozean ist das viel. Das leichtere Schmelzwasser legt sich wie eine Decke über das schwerere Salzwasser und bildet eine Schicht von oft nur 10 bis 30 Metern Tiefe. Diese Schichtung nennt die Ozeanographie Stratifikation und sie ist real und messbar. Aber sie erklärt nur, warum das Wasser unterschiedlich aussieht, nicht warum die Linie zwischen beiden so scharf bleibt. Denn unterschiedliche Dichten allein verhindern keine Vermischung. Öl und Wasser trennen sich, weil sie chemisch nicht mischbar sind. Süß- und Salzwasser hingegen mischen sich grundsätzlich problemlos in jedem Verhältnis. Wenn Dichte also nicht der Hauptgrund ist, was hält diese Wassermassen dann wirklich getrennt? Die Antwort liegt in einer unsichtbaren Schicht, die Ozeanographen Halokline nennen, vom griechischen Wort für Salz. Es ist die Grenzzone, in der sich der Salzgehalt auf engstem vertikalem Raum dramatisch ändert. Im Golf von Alaska oft um über 20 Promille innerhalb weniger Meter. An dieser Grenzfläche wirken Kräfte, die in einem Glas Leitungswasser keine Rolle spielen. Die Oberflächenspannung verhält sich zwischen Wässern unterschiedlicher Zusammensetzung anders. Gelöste organische Stoffe, sogenannte Tenside, sammeln sich an der Grenzlinie und stabilisieren sie zusätzlich. Genau das ist der Grund, warum man die Linie überhaupt sehen kann. An ihr brechen sich Wellen anders, Schaum sammelt sich, das Licht wird unterschiedlich reflektiert. Hinzu kommt die Strömungsdynamik. Der Alaska-Strom transportiert das gemischte Küstenwasser gegen den Uhrzeigersinn entlang der Küste, während der offene Pazifik in größeren Mustern zirkuliert. Diese Ströme bewegen die Wassermassen parallel zueinander, halten sie aber in einem dynamischen Gleichgewicht nebeneinander. Der Coriolis-Effekt, benannt nach dem französischen Mathematiker Gaspard Gustave de Coriolis, der ihn 1835 in Paris mathematisch beschrieb, lenkt strömende Wassermassen auf der Nordhalbkugel nach rechts ab. Im Golf von Alaska bedeutet das leichtere Schmelzwasser wird zur Küste hingedrückt, das schwerere Pazifikwasser bleibt seewärts. Beide Wassermassen rotieren in ihren eigenen großräumigen Mustern, sogenannten Gyres, und treffen an scharfen Frontalzonen aufeinander, ähnlich wie warme und kalte Luftmassen in der Atmosphäre. Doch hier kommt der entscheidende Punkt, den die viralen Videos systematisch unterschlagen. Die Ozeane vermischen sich. Sie tun es ständig.
Nur eben nicht in Sekunden, sondern über Wochen, Monate, manchmal Jahre. Was auf dem viralen Foto wie eine ewige Trennung aussieht, ist in Wahrheit eine Momentaufnahme eines extrem langsamen Prozesses. Messungen des Woods Hole Oceanographic Institution aus dem Jahr 2019 zeigten, dass an genau jener Front im Golf von Alaska die Mischungsrate bei etwa 1 bis 10 Quadratzentimetern pro Sekunde lag, ein winziger, aber kontinuierlicher Austausch. Turbulente Wirbel an der Grenzfläche, sogenannte Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten, beschrieben erstmals 1871 vom britischen Physiker Lord Kelvin und dem deutschen Mediziner Hermann von Helmholtz, durchmischen die Schichten Stück für Stück. Stürme beschleunigen den Prozess dramatisch. Ein einziger Herbststurm im Golf von Alaska kann die obersten 50 Meter Wassersäule innerhalb von Tagen homogenisieren. Wellen, Gezeiten und vertikale Konvektion tun den Rest. Das gleiche Schauspiel wiederholt sich weltweit an Flussmündungen, dort nennen es Ozeanographen Estuar. Vor Brasilien trifft das schwarze, sedimentarme Wasser des Rio Negro auf das gelbbraune, sedimentreiche Wasser des Solimoes. Auf den ersten 6 Kilometern fließen sie nebeneinander her, dann beginnen sich Wirbel zu bilden und nach rund 80 Kilometern sind beide vollständig vermischt zum Amazonas. Im Skagerrak braucht das salzärmere Ostseewasser etwa 10 bis 20 Tage, um sich mit dem salzreicheren Nordseewasser zu vermengen. Die scharfe Linie ist also keine Wand, sondern eine Bühne. Auf ihr spielt sich, in Zeitlupe, eine der grundlegendsten Bewegungen unseres Planeten ab. Diese Erkenntnis verändert den Blick auf die gesamte Ozeandynamik. Mischungszonen sind nicht nur visuelle Kuriositäten, sie sind biologische Schlüsselregionen. Wo Schmelzwasser auf Pazifikwasser trifft, werden Nährstoffe wie Eisen, Nitrat und Silikat in die obere Wassersäule getragen. Genau deshalb gehört der Golf von Alaska zu den produktivsten Fischgründen der Welt, mit jährlichen Lachsfängen von über 200 Millionen Tieren. Doch der Klimawandel verschiebt diese empfindlichen Gleichgewichte. Seit 1980 ist die Schmelzwassermenge der Alaska-Gletscher laut NASA-Daten um rund 75% gestiegen. Der Salzgehalt der oberen Schichten sinkt, die Stratifikation wird stärker, der vertikale Austausch schwächer. Klimamodelle des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg zeigen, dass eine stärkere Schichtung den Sauerstofftransport in tiefere Schichten reduziert und ganze Ökosysteme verändern kann. Das Phänomen ist also nicht nur ein hübsches Foto, sondern ein Frühwarnsystem. Und es zeigt, wie gefährlich verkürzte Wissenschaftserklärungen in sozialen Medien sein können. Wer behauptet, 2 Ozeane würden sich niemals vermischen, missversteht nicht nur ein einzelnes Bild, sondern den Mechanismus, der unser Klima reguliert. Was lässt sich also aus diesem Beispiel für andere virale Wissenschaftsmythen lernen? Die scharfe Linie im Golf von Alaska existiert. Sie ist real, sie ist messbar, sie ist fotografierbar, aber sie ist keine Wand, sondern ein Schnappschuss. Die Wassermassen mischen sich, langsam, beständig, getrieben von Wirbeln, Stürmen und Zeit. Virale Videos zeigen den Moment, nicht den Prozess. Sie frieren ein, was in Wahrheit fließt. Zurück an der Reling jenes Kreuzfahrtschiffs. Die Linie vor dir ist keine Trennung, sondern ein Treffen. Kein Stillstand, sondern eine Begegnung, die sich, unsichtbar für das menschliche Auge, in jeder Sekunde vollzieht. Manchmal ist das Phänomen, das am dramatischsten aussieht, in Wahrheit das geduldigste der Welt.